Also ich bin die Adelheid Braun, ich komme aus Coburg, das liegt in Franken in Bayern. Und ich bin CI-Trägerin schon seit vielen Jahren. Ich habe auf der rechten Seite mein Implantat 2004 gekriegt und auf der linken Seite 2012. Und ich habe derzeit rechts ein Sonett 2 und links ein Rondo 1. Das war ein ewig langer Prozess, weil ich so mit Anfang 20 leicht schwerhörig war. Es waren erst nur die hohen Töne. Habe ich das Klingeln der Haustür nicht mehr so gut gehört und das Telefon. Und da bin ich dann auch mal zum Ohrenarzt gegangen und der hat eine leichte Hochtonschwerhörigkeit festgestellt. Das hat mich aber nicht weiter beeinträchtigt. Ich habe dann mein ganzes Studium so eigentlich relativ uneingeschränkt machen können. Aber als es zum Ende des Studiums ging, habe ich stark gemerkt und vor allen Dingen, ich bin Lehrerin im Referendariat, wurde es richtig drastisch dann, dass ich die Schüler immer wieder nicht verstanden habe. Und es war auch so in Veranstaltungen, musste ich mich nach vorne setzen. Ja, und dann ging eine ziemliche Odyssee los, weil die Ärzte das Thema Hörverlust nicht ernst nehmen. Wenn man da als relativ junger Mensch kommt und die sagen einem, ja, jetzt brauchen Sie eine Hörhilfe und das war's, dann ist man erstmal schockiert. Ähm, ja, und ich habe dann natürlich irgendwann ein Hörgerät bekommen, weil es einfach nicht mehr ging in der Schule mit dem Unterrichten und fand die ganz entsetzlich, diese Hörgeräte, weil die damals einfach noch schlecht waren. Und da hatten sie bei den Innenohrgeräten, gab es noch keine Bohrung, sodass man praktisch nur wie ein kaputtes Transistorradio gehört hat. Und es hat auch nicht so richtig gut geholfen. Also ich habe die fast immer rausgeschmissen und irgendwie versucht zurechtzukommen. Ja, und dann wurde es aber schlechter und schlechter und dann gab es eine längere Zeit, wo ich natürlich schon am CI interessiert war. Ich hatte schon länger davon gehört, es war ein großes Glück. Eine Freundin von mir, die hat einen Sohn und der ist mit einem Jahr an Meningitis erkrankt und ertaubt. Und der hat als eins der ersten deutschen Kinder Anfang der 90er ein CI bekommen. Daher wusste ich, was ein CI ist. Das war damals noch mit so einem kleinen Kästchen, was der Junge auf dem Rücken getragen hat, mit so einem großen Kabel, wo dann praktisch der Prozessor dran befestigt war. Das war für mich natürlich beängstigend, in der Schule mit sowas rumzurennen. Und ich wollte es damals eigentlich auch noch nicht haben, aber es kam der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so jetzt geht's nicht mehr. Ich will das jetzt unbedingt haben. Und zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass es in Deutschland nur tauben Leuten implantiert wurde. Das heißt, hochgradiger Hörverlust hat nicht ausgereicht. Und das hat dann auch wieder, ich glaube, 1 bis 2 Jahre gedauert, bis es dann endlich so weit war, dass ich eins bekommen konnte. Also da war die Krankenkasse inzwischen so weit, dass die auch Patienten mit noch einem gewissen Sprachverstehen das trotzdem implantiert haben. Und da habe ich dann 2004 endlich eins bekommen. Ja, da war ich sehr glücklich. Gab für mich keine Alternative mehr. Also ich wäre sonst mit 45 arbeitslos geworden, weil ich nicht mehr unterrichten konnte. Die Entscheidung ist lange vor der Operation gefallen, weil ich einfach so am Ende war, dass es für mich nur noch diesen Ausweg gab. Also ich habe einfach nur noch verzweifelt nach irgendeinem Ausweg gesucht. Und insofern war es für mich keine Entscheidung in dem Sinne, sondern ja, einfach nur so ein Strohhalm, an dem man sich dann festhält. Dass ich am Leben teilnehmen kann. Dass ich einfach wieder mittendrin bin und nicht ja, auf dem Abstellgleis. Und ich war vorher gefühlt auf dem Abstellgleis. Natürlich war es nicht. Ich habe ja weiterhin alles gemacht, aber es war so unendlich anstrengend. Und viele schöne Sachen habe ich einfach nicht mehr gemacht. Und die mache ich heute fast alle. Also ich würde mal sagen, das ist bei CI das A und O, dass man jemanden trifft, der sowas schon hat. Ängste genommen auf jeden Fall, weil man es ja einfach nicht ausprobieren kann. Man kann es ja nicht wie ein Hörgerät einfach mal dranhängen und gucken, wie es klingt. Und ich hatte eine Panik davor, dass es alles immer zu wie Mickey Mouse klingt. Ähm, ja, die Ängste sind mir da genommen worden und ich bin in der Entscheidung
bestärkt worden von verschiedenen Leuten. Also ich wüsste gar nicht, dass irgendjemand dabei gewesen wäre, der gesagt hat, nee, lass es. Ja, das kann man so sagen. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Also erstens, wenn man da mal so in seinem kleinen Häuschen da abgesperrt von der Welt sich eingerichtet hat, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, wie das richtige Leben ist. Also das hat man einfach nicht mehr auf dem Schirm, wenn man das so lange mitgemacht hat. Und das ist so, ja, sehr überwältigend, was dann wieder alles möglich ist. Dadurch habe ich unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt. Und da sind auch gute Freundschaften draus geworden und ich habe unheimlich profitiert davon. Ich fand das schon immer ein tolles Konzept mit den Hörpaten, weil ich denke, das ist einfach diese persönliche Begegnung mit einem echten Menschen, der da vor dir sitzt und der kein Loch im Schädel hat und noch ganz normal guckt und einfach ein normaler Mensch ist. Ich glaube, das macht dies Technische, was ja einfach mit dem Implantat verbunden ist, macht das ein bisschen menschlicher. Und jetzt beispielsweise aufgrund von technischen Daten zu entscheiden, welches Implantat man wählen soll. Also da muss man, glaube ich, sehr in der Materie stecken, um das hinzukriegen. Erstens, keep cool. Das muss man, glaube ich, allen sagen. Es gibt ja welche, die sind so Hochleister und die wollen innerhalb von 2 Monaten auf 100% kommen. Und dann gibt es welche, die große Ängste haben, weil es noch schrecklich klingt. Und so ein bisschen sich zurückziehen oder leicht in Panik geraten. Und da würde ich einfach sagen, es ist ein Prozess. Äh, ja, beruhig dich erstmal, setz dich erstmal hin und hör erstmal zu. Und im Laufe der Zeit wird vieles einfach besser.